Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Ja, viele von euch kennen vermutlich diese kleinen Boards hier. Das ist der ESP8266 bzw. ein ESP32 und viele von euch werden das vermutlich mit Tasmota betreiben und ich bin mir sicher, dass einige von euch auch Probleme mit dem Empfang haben, so wie ich es aktuell hatte oder bis vor kurzem hatte. Und zwar, ich hatte euch ja mal in einem der letzten Videos gezeigt, dass ich unseren alten Öltank in eine Wasserzisterne umgebaut habe und dieser Öltank, der befindet sich bei uns im Erdboden und damals hatte ich das Problem, dass ich ja keine stabile WLAN-Verbindung zu dem ESP bekommen habe und die Lösung damals war, dass ich auf ein ESP mit externer Antenne zurückgegriffen habe. Aber was ich damals total vergessen habe, ist, ich habe auch noch so eine externe, eine Tasmota geflashte Steckdose benötigt, denn ich musste die Pumpe ein- und ausschalten. Und das hatte ich, wie gesagt, damals vergessen. Aber an diese kann ich jetzt nicht einfach eine externe Antenne anschließen. Deswegen musste ich auf eine Tasmota-Funktion zurückgreifen, die relativ unbekannt ist und die nennt sich Range Extender. Also das ist sowas in der Art wie ein WLAN-Repeater und damit kann man das WLAN-Signal ein bisschen erweitern und ja, das Ganze ungefähr wie einen Repeater benutzen. Ist nicht ganz dasselbe, aber so in der Art. Ja, auf jeden Fall habe ich es so geschafft, dass ich diese Steckdose im Erdboden in unserem alten Öltank betreiben konnte und wie dieser Range Extender funktioniert, wie man das aktiviert, wie man es konfigurieren muss, das zeige ich euch im heutigen Video. Also, falls euch das Ganze interessiert, bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los und dann erfahrt ihr alles Wissenswerte. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, muss ich noch ein bisschen was kurz zu dem Thema Range Extender erzählen. Also, diese ESP8266 bzw. ESP32 sind nicht als vollwertige WLAN-Repeater zu sehen. Man kann damit surfen, also man kann sich mit dem Handy verbinden und ein bisschen surfen, aber man kann keine wirklich großen Datenmengen übertragen. Bei dem ESP8266 D1 Mini, da hatte ich es mal kurz getestet, da kam ich auf eine Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen 1 und 2 Mbit. Es ist nicht viel, aber im Normalfall reicht es, um andere Tasmota-Geräte oder andere IoT-Geräte mit WLAN zu verbinden. Wie das Ganze beim ESP32 aussieht, das werden wir gemeinsam testen. Das habe ich noch nicht getestet, da weiß ich noch gar nicht, ob es irgendwie besser oder schlechter ist, aber ich denke, dass dort ein bisschen eine ein bisschen höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit machbar sein sollte. Ob das so ist, das finden wir, wie gesagt, selber raus. Wozu ist das Ganze eigentlich gedacht? Also, nehmen wir an, ihr habt irgendwie ein paar Tasmota-Geräte oder irgendwelche Geräte mit Tasmota in Betrieb und ihr habt ein Gerät, das relativ weit weg von eurem normalen WLAN-Netzwerk entfernt ist, dann könnt ihr dieses Gerät mit einem vorhandenen Tasmota-Gerät verbinden und die WLAN-Verbindung dessen Gerät verwenden. Das heißt, ihr habt ein Gerät zum Beispiel im Garten und ihr habt ein Gerät irgendwo im Haus drin und wenn dieses Gerät hier keinen Empfang zu eurem WLAN habt, dann könnt ihr hier die Tasmota Range Extender Firmware flashen und dann verbindet sich dieses Gerät mit diesem Gerät und stellt so die Verbindung zu eurem WLAN dar. Und ja, im Normalfall braucht es keine großen Datenübertragungen, irgendwelche Sensordaten oder ähnliches zu übertragen. Wie gesagt, ihr könnt auch euer Handy oder irgendetwas anderes anschließen, aber primär ist es als ja, einfach Erweiterung für die Tasmota oder IoT-Geräte gedacht. So viel dazu. Dann, bevor ihr loslegt, müsst ihr euch auch noch im Klaren sein, wo ihr diese Tasmota Range Extender Firmware betreiben wollt. Falls ihr das auf einen ESP flashen wollt, wo schon irgendwelche Sensoren angeschlossen sind und diese Sensoren waren nicht in der normalen Tasmota Bin Firmware enthalten und ihr musstet zum Beispiel die Tasmota Sensors oder Tasmota Display Firmware flashen, dann könnt ihr nicht einfach hingehen und jetzt die Tasmota Range Extender Version flashen, denn dann wären eure Sensoren oder eure Displays nicht mehr funktionsfähig. Wenn das der Fall sein sollte, dann müsst ihr den Umweg über das Selbstkompilieren gehen.
Wie das funktioniert, das hatte ich schon mal in einem Video gezeigt. Da ging es um das Thema Gitpod. Das verlinke ich euch mal hier oben. Falls ihr euch damit nicht auskennt, guckt euch dieses Video an. Dort erkläre ich alles Wichtige zum Thema Selbstkompilieren. Ich gehe zwar auch in diesem Video ein bisschen drauf ein, aber nicht so intensiv wie in dem Video, das ich euch hier oben verlinke. Falls ihr aber einen ESP verwendet, wo die normale Tasmota Bin Firmware installiert ist, also wo nur die Grundfunktionen installiert sind, dann könnt ihr die einfach durch die Tasmota Range Extender Version austauschen und müsst nicht selber kompilieren. Was für euch nötig ist, müsst ihr jetzt selber herausfinden und euch damit beschäftigen, falls ihr jetzt noch nicht hundertprozentig wisst, was ihr auswählen müsst. Aber ich sage mal so, falls ihr keine besonderen Sensoren angeschlossen habt, dann könnt ihr einfach auf die normale Range Extender Version zurückgreifen. Falls ihr aber irgendwelche Displays oder ähnliches betreibt, dann müsst ihr die Firmware definitiv selber kompilieren. Und damit möchte ich auch im heutigen Video zuerst mal starten. Das heißt, ich zeige euch zuerst mal, wie das Ganze mit Gitpod funktioniert und dann zeige ich euch auch noch mal, wie das Ganze mit der fertig kompilierten Tasmota Firmware funktioniert. Es gibt ein paar kleine Unterschiede, die sind nicht groß, aber man muss ein, zwei Schritte anders machen am Ende. Okay, dann würde ich sagen, starten wir zuerst mal mit Gitpod, stellen dort alles Nötige ein und dann flashen wir das Ganze auf unseren ESP8266 zuerst mal. Okay, dann starten wir jetzt mit dem Erstellen unserer eigenen Firmware. Also dazu geht ihr auf GitHub und geht auf die offizielle Tasmota Seite unter GitHub und dann, wenn ihr Gitpod installiert habt, also hier oben das Gitpod Plugin und angemeldet seid, dann könnt ihr das Ganze hier über den grünen Button öffnen und dann startet Gitpod und öffnet Tasmota oder die Tasmota Firmware und wir können sie uns selber kompilieren. Das dauert jetzt ungefähr 1-2 Minuten, bis das Ganze geladen ist und dann können wir im Grunde unsere Änderungen vornehmen. So, das Ganze ist geladen. Bevor wir loslegen, nochmal ein kurzer Hinweis. Alle Befehle, die ich hier eingebe, die gibt es auch zum Kopieren bzw. Nachlesen hier oben. Das verlinke ich euch oder blende es euch hier unten irgendwo ein. Also guckt einfach in die Videobeschreibung, dort ist das Ganze verlinkt. So, wir sind jetzt auf der normalen, ich sag mal, Tasmota Version, wo wir das Ganze bearbeiten können und gehen hier als erstes unter Tasmota. Und dann gibt es hier irgendwo eine Datei, die heißt User Config Override. Die öffnen wir und machen das hier mal ein bisschen kleiner, so. Und dann gehen wir relativ weit runter. Hier sind so ein paar Beispiele, die wir auch jetzt gleich verwenden werden und gehen hier hin. Und hier tragen wir jetzt unsere Änderungen ein oder unsere Sachen, die wir benötigen. Ich habe das Ganze schon vorbereitet, deswegen mache ich jetzt hier einfach nur Copy-Paste. Und zwar sind hier meine WLAN-Daten, das lasse ich hier zu. Also mein Netzwerk heißt Hust24 und das Passwort lautet geheim 0815X. Das heißt, wir tragen hier einfach unsere WLAN-Daten fest ein und müssen die dann nicht nochmal eingeben. Dann als nächstes müssen wir die WLAN-Daten für unseren Range Extender hinzufügen. Das heißt, unser neuer Range Extender, der heißt dann Hust24K2 nenne ich den mal. Das Passwort, um sich damit zu verbinden, lautet dann 1234567 Die IP-Adresse, die er oder wo er arbeiten soll, ändern wir mal um hier auf die 9. Also 192.168.991 und dann Subnet Mask ist im Normalfall 255.255.1.0. Und dann wichtig, ihr müsst noch das hier aktivieren und das hier aktivieren. Das ist nämlich standardmäßig deaktiviert. Mehr dazu erzähle ich im Laufe des Videos. Aber das sind so die Grundkonfigurationen. Und falls ihr jetzt noch irgendwelche Spezialfunktionen, Sensoren oder ähnliches haben wollt, dann packt ihr die hier rein. Also in meinem Beispiel mache ich jetzt einfach so, dass ich die ganzen Sensoren hinzufüge, also die ganzen Funktionen von der Firmware Sensors und der Befehl würde dann lauten Define Firmware Sensors.
Was ich auch noch machen könnte, ist zum Beispiel Telegram aktivieren. Dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht, denn man kann in Tasmota zum Beispiel Telegram verwenden, um Nachrichten zu empfangen oder zu versenden. So, okay, somit hätten wir jetzt die Sensors Firmware hinzugefügt und die Funktion Telegram und hätten hier unseren Range Extender mehr oder weniger die Parameter schon mitgegeben. Die kann man zwar auch später manuell einfügen, aber so ist es definitiv einfacher. Okay, jetzt kommen wir dazu, das Ganze zu kompilieren, damit wir das auf den ESP flashen können. Und damit das Ganze funktioniert, müssen wir jetzt hier einen speziellen Befehl eingeben, damit das Ganze funktioniert. Und der lautet nämlich wie folgt: Plattform.io run-e Tasmota-Range Extender. Im Normalfall ist es ja so, dass man hier hingeht und sagt einfach nur Tasmota und dann bekommt man die normale Tasmota Firmware kompiliert, aber wir möchten ja die Tasmota Range Extender Firmware kompilieren und deswegen müssen wir den Befehl so eingeben. Okay, das Ganze dauert jetzt ein paar Minuten, bis das Ganze fertig ist und dann ist die Firmware mehr oder weniger fertig und die Funktion sollte implementiert sein. So, das Ganze hat jetzt 1 Minute 42 gedauert, aber mir ist aufgefallen, dass ich aus Versehen vergessen habe, das Passwort zu ändern für mein WLAN-Netzwerk, denn das lautet natürlich nicht geheim 0815. Und was mir auch aufgefallen ist, ich hatte die normale Tasmota-Version kompiliert, aber ich möchte, dass sie auf Tasmota bzw. auf dem ESP32 läuft. Deswegen lautet der Befehl jetzt Tasmota 32 Range Extender und oben habe ich, wie gesagt, das Passwort geändert. Deswegen mache ich das Ganze nochmal und dann machen wir weiter. So, nach stolzen 7 Minuten ist das Ganze jetzt endlich fertig. Jetzt müssen wir die Firmware runterladen. Dazu gehen wir hier oben auf der linken Seite auf Build Output, dann unter Firmware und dann ist hier unsere Firmware, die wir gerade eben erstellt haben und das war die, die ich als erstes erstellt habe. Die war aber für den ESP82. Ich möchte die und klicke hier einfach mit der rechten Maustaste drauf und sage Download. Dann wird das Ganze runtergeladen und dann können wir das Ganze flashen. Jetzt gibt es bei dem ESP32 D1 Mini, den ich hier verwende, eine kleine Besonderheit und zwar kann ich den nicht mit meiner üblichen Flash-Firmware flashen, sondern muss hier auf den Tasmota ESP Flasher zugreifen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wieso das nicht funktioniert, konnte ich bisher nicht rausfinden, aber das Problem ist, dass er keine Verbindung aufbauen kann und deswegen nicht flashen kann. Wenn ich aber über den ESP Flasher gehe, dann funktioniert das Ganze ohne Probleme. So, stecken wir das Ganze mal ein. Also der ist hier, gehen dann hier auf Reload, sagen hier COM-Port 15 ist es in meinem Fall. Dann holen wir uns die Firmware, die wir gerade erstellt haben. Die sollte unter Downloads sein. Das ist das hier. Tasmota 32 Range Extender, sagen öffnen und sagen jetzt flashen und im Normalfall sollte das ohne Probleme funktionieren. Hoffe ich doch zumindest. So, der Flash-Vorgang ist abgeschlossen. Jetzt wird uns hier gesagt, dass ich mich mit dem WLAN hier verbinden soll. Also nehme ich mein Handy in die Hand und gehe hier hin, verbinde mich mit dem Tasmota-Gerät und trage jetzt hier meine normalen WLAN-Daten ein, damit ich mich halt mit dem Gerät verbinden kann. So, WLAN-Daten sind gespeichert, das Gerät startet einmal neu und dann können wir am PC über den Webbrowser auf das Gerät zugreifen. So, wunderbar, hier werden wir auch noch, oder hier wird uns auch noch angezeigt, was für eine IP er bekommen hat. Und dann können wir loslegen. Okay, um zu prüfen, dass der Range Extender funktioniert, geht ihr als erstes auf Tools, geht auf Console und dann gebt ihr einfach folgenden Befehl ein, rgx ssid und dann sollte euch hier etwas angezeigt werden.
So, mir ist jetzt gerade bei der Aufnahme aufgefallen, dass ich das WLAN-Passwort mit dem Handy eingeben musste, beziehungsweise das Netzwerk aussuchen musste. Und ich hatte das ja eigentlich in die Firmware fest eingebunden. Und dabei ist mir aufgefallen, als ich da überlegt habe, wieso das überhaupt so war, ist mir eingefallen, dass ich aus Versehen die falsche Firmware geflasht hatte. Denn wenn ihr nochmal zurückspult, seht ihr, dass dort zwei verschiedene Tasmoda 32 Versionen waren. Und ich hatte die linke ausgewählt, musste aber die rechte auswählen. Okay, also den Fehler habe ich jetzt behoben. Jetzt ist die richtige Firmware geflasht. Und um zu überprüfen, dass das Ganze jetzt funktioniert, geben wir den Befehl rgx SSID ein und dann sollten uns die Daten angezeigt werden. Das heißt, wir sehen hier einmal unsere SSID, das Passwort, die IP-Adresse, die wir zugewiesen haben und die Subnet Mask. Das heißt, der Range Extender ist an sich jetzt verfügbar und wir können auch mit ihm schon arbeiten. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal mein Handy und verbinde mich mit dem Netzwerk. So, bin jetzt mit dem Netzwerk verbunden. Jetzt machen wir mal kurz einen Speed-Test. Und der ist jetzt ein bisschen schneller. Wir sehen hier, es geht bis zu 3 Mbit hoch. Kurz waren es 4, also ungefähr das Doppelte oder fast das Dreifache von dem ESP8266 und auch die Upload-Geschwindigkeit, oh, die liegt bei 6 Mbit, also da geht noch einiges mehr. Also wie ihr seht, das Ganze funktioniert und man kann, ohne dass man irgendetwas jetzt noch einstellen muss, mit dem Handy oder mit irgendetwas anderem surfen. Aber das Problem ist, was jetzt noch nicht funktioniert ist, falls zum Beispiel sich ein anderes Tasmoda-Gerät mit dem Gerät verbindet, können wir uns nicht auf die Web-Oberfläche dieses Tasmoda-Gerätes zugreifen, denn da müssen wir noch ein paar Änderungen vornehmen. Aber was ich euch auch noch kurz zeigen möchte, ist folgender Befehl rgx clients und dann sehen wir, wer sich gerade mit dem Gerät oder mit der Access Point hier verbunden hat oder Range Extender, um genau zu sein, und was für eine IP-Adresse er zugewiesen bekommen hat. Also das hier ist das Gerät, das ist die MAC-Adresse vermutlich und das hier ist die IP-Adresse, die ihm zugewiesen wurde und den RSSI-Wert. Okay, und angenommen, wir möchten uns jetzt mit einem Tasmoda-Gerät auf dieses Netzwerk verbinden, gehen das mal schnell durch, also WLAN-Einstellungen, wählen das WLAN schnell aus, tragen das Passwort ein, speichern das Ganze mal und dann können wir uns im Normalfall nicht mehr mit diesem Gerät verbinden. Ich zeige euch das gleich. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder hier auf diese Tasmoda von dem Range Extender, sagen wieder Clients, gucken uns an, wer alles mit dem Gerät verbunden ist. Jetzt hat sich dieses Gerät hier verbunden, das ist diese Steckdose. Und wenn wir jetzt auf dieses Gerät zugreifen wollen, dann funktioniert das Ganze nicht. Denn damit wir auf dieses Gerät zugreifen können, müssen wir den Port weiterleiten, damit das Ganze funktioniert. Das Gerät an sich, die Steckdose, die hat zwar Empfang, das heißt, es kann mit dem Internet kommunizieren, aber man kann nicht auf dieses Gerät zugreifen, denn es befindet sich in einem komplett anderen Netzwerk und deswegen funktioniert das nicht. Und damit es funktioniert, müssen wir Folgendes machen. Wir geben folgenden Befehl ein, rgx port TCP 8080 und dann die IP-Adresse des Gerätes und dann den Port 80. Das heißt, wir greifen auf den Port 80 dieses Gerätes zu und leiten ihn weiter an den Port 88. Hier könnt ihr auch irgendetwas anderes eingeben, zum Beispiel 7070 oder einfach nur 70, was auch immer, Port ist egal. Geben das hier ein, bestätigen das Ganze und dann ist dieses Gerät unter dieser IP hier zu erreichen. Das heißt, wir greifen auf die IP des Range Extenders zu, aber dadurch, dass wir sagen Port 70, gelangen wir auf die Tasmoda-Oberfläche der Steckdose. Und wie ihr seht, funktioniert das. Also, das ist der einzige Unterschied oder das ist das Einzige, was ihr noch machen müsst, damit das Ganze funktioniert. Und damit das funktioniert, haben wir vorher, als wir die Firmware kompiliert haben, haben wir, Moment, das öffne ich mal kurz, haben wir hier unter den Overrides dieses Wi-Fi RGX NAPT mit 1 aktiviert, denn das ist standardmäßig auf 0 und man kann das halt aktivieren oder deaktivieren und wenn man das aktiviert, kann man halt über die Portweiterleitung auf das Gerät zugreifen. Wenn man das nicht macht, muss man das Ganze in seinem Router machen, aber nicht jeder Router unterstützt es. Deswegen ist es am besten, man aktiviert es direkt hier in Tasmoda selber.
Dann, damit es zuverlässig funktioniert, müssen wir diesem Gerät hier auch die IP-Adresse fest zuweisen. Dazu gehen wir in das Gerät rein, gehen in die Konsole und sagen zuerst mal zum Testen einfach nur IP-Address und dann wird uns diese IP-Adresse hier angegeben und dann weisen wir diesem Gerät diese IP-Adresse fest zu, damit diese Port-Weiterleitung auch zuverlässig funktioniert. Der Befehl ist relativ einfach. Ihr geht hin und sagt IP-Address 1 und dann sagt ihr die IP-Adresse und dann wird diesem Gerät diese IP-Adresse fest zugewiesen und bekommt dann vom Range Extender immer diese IP-Adresse und dann kann man sich halt immer mit dieser IP-Adresse verbinden. Das heißt, diese Port-Weiterleitung würde dann dauerhaft funktionieren, solange die IP-Adresse sich nicht ändert. Und das kann sie ja jetzt nicht mehr, da wir sie fest vergeben haben. So, jetzt gibt es hier noch ein ganz kleines Problemchen und zwar verschwindet diese Port-Weiterleitung, sobald das Gerät neu gestartet wird. Das heißt, falls ihr den Range Extender mal ausschalten solltet oder neu starten solltet, würden diese Daten hier verloren gehen und deswegen müssen wir das in eine Rule festschreiben, damit das Ganze nicht passiert. Und die Rule ist relativ einfach. Rule 1 on System Boot, das heißt, wenn das Gerät bootet, wird dieser Befehl hier erneut ausgeführt mit der IP-Adresse. Hier sehe ich gerade, ist noch die falsche drin. Deswegen ändern wir das schnell mal. Also jetzt ist der richtige Befehl drin. Und dann würde das beim System Neustart automatisch geladen werden. Das heißt, wir schicken das ab. Rule ist da und aktivieren die Rule 1 auch noch mit Rule 1.1 oder Rule 1 on, bleibt euch überlassen, funktioniert beides. Richtig schreiben wäre nicht schlecht. Und dann wird das Ganze nach einem Neustart automatisch ausgeführt und die Weiterleitung bleibt aktiv. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal mit dem ESP8266 und mit der nicht selbst kompilierten Firmware. Dazu könnt ihr dann den Tasmota Web Installer verwenden oder ihr ladet euch die Firmware runter unter Tasmota, beziehungsweise ich verlinke euch das Ganze und dann müsst ihr nach dem Tasmota Range Extender Ausschau halten, beziehungsweise wenn es sich um einen ESP32 handelt, um den Tasmota 32 Range Extender. Aber da wir es mit dem Tasmota Web Installer machen, gehen wir hier drauf, gehen dann ganz nach unten. Da gibt es irgendwo unoffiziell und dort gibt es auch einen Range Extender und den wählen wir dann aus. So, das ist der hier für die normale Tasmota Version. Sagen hier auf Connect, wählen unser Gerät aus und sagen Install. So, Flash-Vorgang ist abgeschlossen. Dann sollten wir das WLAN hier auswählen, verbinden uns damit und gehen auf das Gerät drauf. Auch hier können wir zuerst mal testen, dass der Range Extender überhaupt aktiv ist. Das machen wir wieder mit dem Befehl rgx ssid. Und dann sehen wir, dass wir hier aktuell noch nicht sehen, aber das ist auch nicht schlimm, aber das zeigt uns zumindest, dass er den Befehl kennt und dass Range Extender Firmware geflasht wurde. Okay. Da der Range Extender aktuell noch nicht unsere Range Extender Parameter kennt, müssen wir die nacheinander eingeben. Das heißt, wir sagen ihm, wie die SSID des Range Extenders lauten soll. Ich gebe jetzt einfach mal K3 ein, vorher hatten wir K2. Dann wird es uns hier angezeigt. Dann geben wir das Passwort ein, also was für ein Passwort der Range Extender haben soll. Dann, falls gewünscht, können wir auch noch die IP-Adresse ändern. Ich setze es jetzt mal auf die 168.8.1. Vorher hatten wir 9.1. Subnet Mask kann im Grunde so bleiben. Ansonsten würde der Befehl wie folgt lauten: rgx, Entschuldigung, nicht GTX, rgx. Dann aktivieren wir den Range Extender mit dem hier, also rgx State On. Und damit die Portweiterleitung funktioniert, sagen wir rgx napt auf On. Somit hätten wir jetzt alle Parameter eingegeben, die wir vorher in der selbst kompilierten Firmware per Hand bzw. in die User Defines eingegeben haben. So, jetzt machen wir noch mal kurz einen Speedtest. Ich verbinde mich mit dem Gerät. Das war ja der alte Speedtest. Jetzt machen wir einen neuen.
Und dann sehen wir, der schwankt ein bisschen zwischen 1 und 2 Mbits. Mal gucken, was die Upload-Geschwindigkeit macht. Und hier ist die Upload-Geschwindigkeit bei ungefähr 3 Mbits, also ungefähr die Hälfte von dem ESP32. So, jetzt verbinden wir uns wieder mit dieser Tasmota-Steckdose. Ich habe die wieder zurückgesetzt auf das normale WLAN. Verbinden uns wieder mit dem Gerät oder mit dem Range Extender und müssen jetzt im Grunde das gleiche wie vorhin auch machen. Wir gucken uns die Clients an. Also wer ist gerade verbunden? Das hier müsste mein Handy gewesen sein und das hier müsste jetzt der neue Client sein. Und auch hier müssen wir jetzt die Port-Weiterleitung aktivieren. Jetzt leiten wir einfach mal um auf den Port 8080, schicken das ab, kopieren uns die IP-Adresse und dann sollten wir hier auf der Steckdose landen. Wie ihr seht, funktioniert es. Auch hier jetzt nicht vergessen, die Rule zu aktivieren, aber ansonsten war es das. Falls ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, es gibt auch noch eine Tasmota GitHub Anleitung dazu, aber ich finde, die ist ein bisschen kompliziert. Eventuell ist sie auch ein bisschen veraltet, denn nicht alles, was dort steht, hat bei mir zumindest funktioniert. Ansonsten guckt einfach mal dort rein. Dort wird auch dieses NAPT erklärt, also was es bedeutet, wenn das aktiviert ist oder nicht deaktiviert ist und was man da sonst noch so ändern muss. Aber ich finde, da ist Großteil sehr kompliziert erklärt und für Leute, die sich damit nicht jeden Tag auseinandersetzen, ist es ein bisschen schwierig zu verstehen. Deswegen, ich hoffe, das hat euch hier geholfen, was ich euch heute hier gezeigt habe. Ansonsten guckt auch mal den verlinkten Artikel zu dem Thema an. Dort erkläre ich das Ganze auch nochmal in Schriftform, falls ihr das nochmal nachlesen wollt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit eurem Tasmota Range Extender. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.